Ja Leute, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Apsulov End of Gods. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört an diesem wunderschönen Speicherplatz hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir als nächstes lang müssen. Ja, hier waren wir hier auf dem schönen Stuhl und haben uns so ein bisschen minimal verarzten lassen. Mit so leckeren Tablettchen hier und so. Leuchtet das rot? Aha, das hat mich gerade eben schon verwirrt, irgendwie, dass da was Rotes war. Okay. So, da sieht man noch das restliche Blut von meiner Hand, die jetzt so eine Spezialhand ist. Was wir damit noch genau machen können, weiß ich noch nicht. Wir werden es gleich rausfinden. So, was haben wir hier alles? Wir haben nichts. Jede Menge Zeug zum Schlucken. Gut, das ist ein Ausgang, wo wir nicht rauskommen wahrscheinlich. Okay, das ist verriegelt. Dann da hoch, kommen wir da hoch. Nö, alles klar. Da war noch beim letzten Mal Dr. Hannibal Lecter frisch, frei, fröhlich. Und ich glaube, wir müssen hier lang. I'm losing connection, dude. The earthquakes are getting far too frequent. The roots are spreading faster. Please hurry. I'll show you all the things you need to know. Ich will da rein. Sind wir gerade in die Steuerung gewöhnt, oder? Ja, ja, okay. Schön im Müll. Oh, kann man gleich mal einen Haufen reinsetzen. Alles klar. Can you hear me? Yes. Good. You can hear me as long as our radio can reach your Bifrost system. Ahead of you is your first obstacle. A service hatch that can usually only be opened from the inside, unless you're an engineer. However, Jerngripper can open the tunnels in an unconventional way. But first, you need power. You should find an atrium upgrade in a nearby room. Okay. Okay, was mache ich jetzt hier? Okay, ich brauche ein Upgrade, Wo kriege ich mein Upgrade her? Yeah. Wo ist Dr. Hannibal, wenn man ihn braucht? That right there is a small atrium cell that can power the arm. Insert it in the arm, get back to the service hatch, and fire a burst at it to fry the lock circuits. And don't forget to refill your power with the power station on the wall before you move on. Okay, jetzt kann ich das auffüllen, oder? Ja, und wo muss ich da hinschießen mit? Ah, so, okay. Hätte nur einer, komm mal, 100. If you collect enough upgrades for Jerngripper, you can activate the weapon inside it. Ey, wieso? Einer kommt wieder, ey. Ahead and above you, there's another obstacle you can overcome with Jerngripper. Use your sight to find the ladder's control panel. Aim at it and fire a directed burst to lower the ladder. Das macht Spaß.
Okay. Since Jerngraper is relying on atrium power cells, your life might be depending on not running out. There is another, larger power cell that you can carry with you at all times. Collect the power cells. Anytime you want to use them, activate your Bifrost personal display system for instructions and to keep track of how many you've collected. Ich liebe es. Aber halt wieder nicht schnell genug gelesen. War gerade so fasziniert davon, wie das ganze Zeug hier ist, wie geil das kommt. Werde nass. Er hat etwas Regen angeschalten. Die Sau. Wenn ich duschen gehen soll, kann er es auch sagen. That is locked with an RFID signature you don't have. But now, that won't be a problem for you. It's the same as the earlier electronics, but the mechanics of the door needs a little finesse. Use your sight to see the mechanics inside the door and time the burst to get through. Muss ich jetzt da drauf schießen oder was? Ich werde immer nass. Aber die Frage ist jetzt, komme ich da nochmal raus? Ja, weil auf der anderen Seite war ja auch noch was. Da wollte ich noch schnell nachschauen. Ich will ja nicht jetzt hier irgendwie... Ja, guck, hier ist nämlich auch noch eine Tür. Also, mein Power ist off. Ja. Im Moment ist es sehr interessant. Okay, hier ist ein komischer Stein. Und eine Kiste. Warum ist da nichts drin? Wenn man schon so einen Spezialraum findet, sollte man auch so eine Kiste auch was drin sein. Ne? Das hat mich 20.000 Schuss gekostet. Oh, da sind wir die Energiezellen. Oh. Ah, okay. Kann ich jetzt mir nachladen, dass ich das ein bisschen üben kann, ne? Und ich werde wieder nass. Guck mal hier, die Gesichter. Cool gemacht. Okay, hier waren wir schon drin, hier geht's weiter. Okay, everything seems to be working again. Alter. Where were we? Right. Our world, Midgard, is sharing its existence with 8 other worlds that are all connected by something known in the legends as Yggdrasil, the World Tree. When we started researching the travel between worlds, we used technology to tap into a magical artifact known in the legends as the Apsulov, controller of the roots of Yggdrasil. This made it possible for us to safely travel to other worlds. Then, something came through one of the roots. Spirit.
to control the Apsulov and our systems, causing an emergency overrun. The facility was completely sealed, and the roots started spreading. We need to reverse this by collecting the 9 artifact keys, originally made to control the artifact and the roots it brings forth. But Henrik has traveled too much unprotected. He almost died when he saved you, and wouldn't survive going through another route. You are literally our only hope of stopping this. Without those keys, the roots and nightmares will take over our world. The fire giants will... Sarah! Wait, Henrik, I'm losing connection again. Sarah? Shit. Listen, we know the location of one of the keys. Ahead of you is a route that will take you to Niflheim, the ice world. Every moment, the routes spread further into Midgard, so find the key and come back here as soon as possible. Please, hurry! Hat so ein bisschen was von Herr der Ringe. Nilfgaard, zum Weltenbaum, so ein bisschen Final Fantasy, Herr der Ringe Mischung oder so. Wie soll das machen muss? Ja, erstmal schauen, was hier noch ist. Door number 1 or number 2. Door number 3. Oh yeah. Schon 5 von 28. Aber ich glaube, die haben da echt so ein bisschen eine Mischung aus allem Möglichen gemacht in dem Spiel. Das ist interessant auf jeden Fall schon mal. Ich weiß nicht, sobald ich eine Waffe kriege, habe ich irgendwie weniger Angst. Ich weiß auch nicht. Ja, es bleibt immer nur ein Weg. Aber ich wundere, was das ein komisches Teil ist. Ja, Leute. Warum muss ich immer in die Scheiße rein? Oh Mann. Tage später. Dr. Henrik Anderson. Dr. Brian Roberts, Niflheim Operations Supervisor. Minor progress report on Niflheim Outpost N502. Construction is moving along according to schedule. Procedures after the complete destruction of N498 are implemented and seems to be working. Building
building is strictly held to crevices. The amount of noise is held to a minimum, and outposts are working 24/7 to avoid the attention of the natives. However, the morale is very strained after the 48 casualties at N498. Worst of all are the sounds of the natives. It travels for miles through the infinite night and fog in this dead landscape. It just chills you to the core. Das hört sich an, als würde ich mit Stöckelschuhen hier rumrennen, ey. Was für... Alter. Ja, als würde einer hinter mir stehen, ey. Alter. Was zum... Ihr habt das auch gesehen, oder? Das habe jetzt nicht nur ich gesehen. Jetzt ist bis auf diese Mama hier ist uns noch nicht viel passiert. Yeah, noch ein Schuss mehr. Gib mir voll die Schüsse hier. You get this? I promise you, I have gathered a lot of data on the key's whereabouts. I'm this close to finding it. But the road home, I can't get to it. Not with that thing outside. Listen, I don't know how much more of this I can take. You have to send someone to find another route. My feet are starting to I can't feel them anymore. Jo. Ich weiß nur, ob ich hier lang muss. Ich wollte jetzt einfach nur kurz hier rausgehen und rausschauen, ob es hier was gibt. Oh. Oh, Alter, ich habe gar keine Lust mehr, was aufzumachen.
Du Arsch, hast mich ganz schön erschreckt. Ja, werden immer mehr. Das ist schon mal gut. Boah, ey. Der mich erschreckt, der Arsch. Da komme ich noch nicht rein. Jetzt hier als Stufe 2. So, ich würde sagen, Leute, nachdem ich nochmal so einen richtigen Erschrecker gekriegt habe zum Schluss, haben wir jetzt für das erste Mal hier Schluss. Haben wir schon wieder eine halbe Stunde fast zusammen, glaube ich. Und wir werden sehen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Ich danke euch mal wieder herzlich fürs Zuschauen. Wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.